Die Mutter ließ die Einjährige sekundenlang mit dem Hund allein. Sie war wie erstarrt und fassungslos, als sie den Raum betrat. Obwohl sie den Hund erst seit ein paar Tagen hatten, war sie sicher, dass er ein sanftes Wesen hatte und keine Gefahr für die Familie darstellen würde. Doch da geschah es. Sie hatte ihm nur für ein paar Sekunden den Rücken zugewandt. Gerade wollte sie ihrem Kind zur Hilfe eilen, doch dann bemerkte sie etwas, das sie zum Nachdenken brachte. Und als ihr klar wurde, was wirklich vor sich ging, konnte sie es nicht glauben. Alles begann, als Catherine und ihr Mann ihre Tochter Charlotte bekamen. Nach ein paar Monaten hat die dreiköpfige Familie beschlossen, die Familie zu erweitern. Doch anstatt ein weiteres Baby zu bekommen, dachten sie, es wäre gut für Charlotte, einen pelzigen Freund zu haben. Er würde ihr Sicherheit und Geborgenheit geben und später Verantwortungsbewusstsein beibringen. Aber sie wollten nicht einfach irgendeinen Hund. Das Ehepaar dachte daran, einen Welpen von einem Züchter zu kaufen, damit sie einen Hund mit genau den Eigenschaften bekämen, die sie für die Familie benötigten. Gleichzeitig wollten sie allerdings auch einem Hund ein schönes Zuhause geben, der noch keines hatte. Wie das Schicksal es wollte, erfuhren sie bald von einem Rettungshund, der ursprünglich von einem Züchter stammte. Das einzige Problem war, dass seine Rasse den Ruf hatte, aggressiv und unberechenbar zu sein. Bei dem Hund handelte es sich um einen erwachsenen Dobermann-Pinscher-Rüden. Hunde dieser Rasse wurden ursprünglich als persönliche Schutztiere gezüchtet, sodass sie genetisch dazu veranlagt sind, einen besonderen Schutztrieb zu haben und Aggression zu zeigen. Deshalb verwundert es nicht, dass viele Dobermänner als Wach- oder Polizeihunde eingesetzt werden. Ihr Ruf spiegelt diese Eigenschaften wider, auch wenn moderne Züchter sie so gezüchtet haben, dass sie sanfter und freundlicher sind. Aber der Hund, dem Catherine begegnete, hatte etwas Besonderes an sich. Dieser Dobermann stammte aus einer angesehenen Zucht namens Kerry Kinder in Atherton in Australien. Die Züchterin verkaufte den Hund an einen Kunden, fand aber später heraus, dass er misshandelt worden war und rettete ihn. Sein Zustand war schrecklich. Er war ausgehungert und hatte gebrochene Rippen, was darauf hindeutete, dass er geschlagen worden war. Es war sogar so schlimm, dass die Tierärzte darüber nachdachten, ihn einzuschläfern. Doch dann kam Catherine ins Spiel. Catherines Ehemann hatte einige Vorbehalte. Hatten sie den richtigen Hund für die Familie ausgewählt? Und hatten sie wirklich alles durchdacht? Er wollte nicht, dass die Aufregung, ein neues Familienmitglied zu bekommen, ihr Urteilsvermögen trübt. Aber seine Bedenken wurden schnell weggefegt, als er sich von der Vorfreude, dass er einen Hund bekommen, anstecken ließ. Selbst nachdem sie von seiner turbulenten Vergangenheit erfahren hatte, konnte Catherine nicht anders, als sich in diesen Hund zu verlieben, sobald sie ihn traf. Er hatte eine Persönlichkeit, die ihr das Gefühl gab, sich wohlzufühlen. Und so adoptierte sie ihn trotz aller Warnungen und nannte ihn Con. Sie konnte es kaum erwarten, ihn mit nach Hause zu nehmen, damit er ihre 17 Monate alte Tochter kennenlernte. Aber das bedeutete nicht, dass sie mit einem fremden Hund in ihrem Haus leichtsinnig sein würde. Sie beschloss, alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. In den ersten Tagen, in denen Khan bei Catherine zu Hause war, ließen weder sie noch ihr Mann ihre Augen von ihm. Baby Charlotte war fasziniert von ihrem neuen pelzigen Freund und er schien sich in ihrer Nähe gut zu benehmen. Er verhielt sich immer ruhig und sanft. Catherine dachte bei sich, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte, obwohl sie vorsichtig blieb, wenn der Hund und das Baby aufeinander trafen. Doch dann, eines Tages, änderte sich ihre ganze Sichtweise. Catherine ließ Khan gemeinsam mit ihrer Tochter in den Garten zum Spielen, während sie in der Küche das Geschirr abwusch. Als ob sie spürte, dass etwas nicht stimmte, warf sie einen Blick zur Küchentür hinaus und sah einen Anblick, den sie nie vergessen wird. Doch bevor sie etwas dagegen unternehmen konnte, war es bereits zu spät. Khan stupste Charlotte immer wieder an und drückte sie mit seiner Schnauze. Etwas, das Catherine noch nie bei ihm gesehen hatte. Er schob das Baby hin und her, als wolle er sie zu einer Reaktion bewegen. Charlotte war ahnungslos und wälzte sich weiter herum. Dann umklammerte er ihre Windeln mit seinen Zähnen. Catherine brüllte Khans Namen, während sie entsetzt zusah. Catherines Gedanken rasten in ihrem Kopf. Sie hatte schon von Hunden gehört, die einfach zuschnappten. Aber konnte das auch Khan passiert sein? Sie konnte das Gefühl nicht loswerden, dass es allein ihre Schuld war. Sie hätte besser aufpassen müssen. Sie hätte Charlotte nicht allein nach draußen gehen lassen dürfen. Dann tat Khan etwas, das ihr fast das Herz aus der Brust springen ließ. Khan packte Charlotte an ihrer Windel und schleuderte sie etwa 3 Meter weit über den Hof, als wäre sie eine Stoffpuppe. Catherine konnte nicht glauben, was sie sah, und einen Moment lang war sie wie erstarrt, weil sie nicht wusste, was sie tun sollte. Sie hatte nur eines im Sinn: Sie musste ihrem Kind zur Hilfe eilen. Catherine lief zu ihrer Tochter und hob sie eilig hoch. Sie untersuchte sie, bis sie sicher war, dass sie unversehrt war. Sie war überrascht zu sehen, dass das Kind lediglich ein paar Kratzer hatte. Als sie sich Khan zuwandte, erwartete sie fast, dass er sie ebenfalls angreifen würde. Aber stattdessen tat der Hund etwas Seltsames. Khan kämpfte darum, auf den Beinen zu stehen.
Er hechelte stark und speichelte. Er hob seine Vorderpfote, als ob er Schmerzen hätte. Dann wurde sein Atem schwerer und er brach zusammen. Khans Zustand verschlechterte sich direkt vor ihren Augen. Hier war eindeutig etwas anderes im Gange. Catherine konnte nicht verstehen, was passiert war. Panisch schaute sie sich in alle Richtungen um. Sie fühlte sich hilflos und war mit der Situation überfordert. Dann sah sie, dass ein Taipan im Gras lag, eine der giftigsten Schlangen Australiens. Ein Biss dieser Schlange reicht aus, um das Leben eines Erwachsenen zu beenden. Erst jetzt realisierte Catherine, was vor sich ging. Khan hatte Charlotte vor der Gefahr weggeschleudert und sich selbst geopfert. Doch hat er für diese Heldentat mit seinem Leben bezahlt? Catherine erkannte, dass Khan gebissen worden sein muss, als er die kleine Charlotte beschützen wollte. Da sie die Gefahren der australischen Tierwelt kannte, war Catherine klar, dass es jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit war. Khan musste schnell zum Tierarzt und ein Gegengift erhalten, denn sonst hatte er kaum Überlebenschancen. Es gab nur ein Problem. Catherine war allein zu Hause mit Charlotte und einem gut 40 Kilogramm schweren Hund. Doch sie wollte ihn nicht sterben lassen, nachdem er ihrem Baby das Leben gerettet hatte. Mit aller Kraft hob sie den verletzten Hund auf und brachte ihn irgendwie in den Kofferraum ihres Autos. Wenn Sie mich jetzt bitten würden, sein Gewicht zu tragen, ich glaube, dass ich es nicht schaffen würde, sagte die Frau später in einem Interview. Durch das Adrenalin, das durch ihren Körper strömte, war sie zu ungewöhnlichen Aktionen fähig. Es führte dazu, dass sie wesentlich mehr Kraft ausüben konnte als im Normalzustand. Anschließend raste die Frau mit dem Hund im Kofferraum zum Tierarzt, wobei sie auf der Fahrt kaum auf die Verkehrsregeln achtete. Nicht einmal an einer roten Ampel habe ich gehalten, gab sie später in einem Interview zu. Catherine schaffte es bis zum Tierarzt, der Khan sofort aufnahm und ihm eine Spritze mit einem Gegengift gab. Obwohl Catherine unbedingt wissen wollte, wie es ihrem Hund ging, sagte der Tierarzt ihr, dass sie bis zum nächsten Morgen warten müssen, um zu sehen, ob das Gegenmittel gewirkt hatte. Widerwillig ging sie nach Hause, ohne zu wissen, wie das Ergebnis aussehen würde. Ein Biss von einem Taipan endet in der Regel tödlich. Doch vielleicht hatte Khan nicht die volle Giftdosis abbekommen und dank seiner Größe und seines Gewichtes die Nacht überlebt. Ein Experte hielt es für möglich, dass er überleben könnte, wenn die Schlange nicht ihr gesamtes Gift in seine Pfote injizieren konnte. Doch besonders große Hoffnungen wollte er Catherine und ihrem Ehemann nicht machen. Egal wie, Catherine betete die ganze Nacht, dass Khan überleben würde. Sie machte kein Auge zu und bangte bis zum nächsten Morgen. Am darauffolgenden Tag erhielt sie einen Anruf vom Tierarzt. Der jungen Frau kamen die Tränen. Khan befand sich in einem stabilen Zustand und konnte noch am selben Abend nach Hause zurückkehren. Die kleine Familie konnte ihr Glück nicht fassen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos den Kanal, weil du dann keine weiteren Videos mehr verpasst. Ein echter Lebensretter ist auch dieser Hund, der einem Baby zur Hilfe eilte, das auf den Gleisen lag. Den Grund dafür und wie die Geschichte ausging, erfährst du in dem Video rechts.